Ja, heute darf ich euch die Beachbox vorstellen. Fragt ihr euch vielleicht, wieso diese Box? Warum eine Beachbox? Ja, wir wollten einfach eine Box, die perfekt ist für den Strand, um da gegen Wellen und Wind anzukommen und hörbar zu bleiben. Und deswegen wurde sich dazu entschieden, diese Box hier erstmal zu entwerfen und danach zu bauen. Ziel war es dabei, dass die Box laut ist, schick ist und gut zu transportieren ist. Das Jahr davor wurde diese Box hier mit in Urlaub genommen, auch an Strand. Habe ich auch ein Video zu. Geiles Teil für alle möglichen Einsatzzwecke, also sehr vielseitig, aber am Strand ist die einfach nicht laut genug, da die Treiber einfach nicht empfindlich genug sind und ja, irgendwann ans Limit kommen und man hört es einfach nicht, wenn es zu windig oder zu wellig ist. Daher ist diese Box hier zustande gekommen. Man sieht jetzt in dem Fall, dass sie deutlich größer ist als die Einzelachter, weil es eine Doppelachter ist, aber dennoch trotzdem relativ klein gehalten wurde. Wir haben hier einen relativ kleinen Fußabdruck, heißt knapp unter 30 auf 30 cm ist sozusagen die Fläche. Dafür haben wir in der Höhe ein bisschen mehr. Am Ende kommen wir trotzdem auf ein relativ kleines Volumen für die Treiber, was aber trotzdem möglich ist dank dem DSP, der hier verbaut ist. Da kann man die Box größer klingen lassen, als sie denn wirklich ist. Ja, kommen wir zum Design. Woraus wurde die Box gebaut? In dem Fall vorwiegend aus 10 mm MDF, außer das Frontpanel, das wurde aus 20 mm MDF gebaut, um hier die Komponenten einfach einzulassen, damit es schicker ist und runder aussieht. Wieso MDF? MDF ist leicht zu verarbeiten, günstig in der Anschaffung und die Oberflächennachbearbeitung ist sehr simpel, da wir hier keine langen Fasern oder Astlöcher haben, wie beispielsweise bei MPX oder bei Sperrholz. Kommt natürlich aber auch mit seinen Nachteilen. In dem Fall interessiert ein Nachteil von MDF nicht, das ist das Gewicht, weil die Box vorwiegend auf einem Trolley transportiert wird, also zwei Räder hat. Es gibt zwar einen Gurt hier oben, Tragegurt, der dient aber eher so als Ersatztragegurt oder halt zum Befestigen am Trolley. Vorwiegend wird der Lautsprecher auf dem Trolley bewegt. In diesem Fall wurde die Box kaum verschraubt, also wirklich nur die Bauteile wurden verschraubt. Ansonsten wurde das ganze Gehäuse verklebt. Das geht. Dabei ist aber wichtig, dass man beim Verleimen alles schön verpresst, damit der Leim gescheit hält und die Box einem nicht auseinanderfällt. Geht aber alles mit Schraubzwingen, Spanngurten, Gewicht, wie auch immer. Ja, beim Lack haben wir uns für weißen Strukturlack entschieden, der aufgewalzt wurde mit einer feinen Walze, um einfach ein feineres Ergebnis zu bekommen als mit der groben Strukturwalze. Weiß wurde in diesem Fall gewählt, erstens wegen der Optik und zweitens, um bei starker Sonneneinstrahlung einfach zu vermeiden, dass die Box sich zu stark aufheizt. Insbesondere im Sommer am Strand wäre das nicht so optimal für die Technik. Ja, kommen wir zu den technischen Features. Wie gesagt, haben wir hier oben einen Gurt. Der ist mit Schlossschrauben befestigt und Muttern. Der dient aber wie gesagt vorwiegend als Nottragelösung. Vorwiegend wird das Ganze auf Rädern befördert. Ja, wie vorhin schon erwähnt, ist hier drin verbaut ein Verstärker mit DSP, heißt Digital Signal Processor, digitaler Signalprozessor. Bedeutet im Grunde genommen, dass wir hier unterschiedliche Equalizer, Soundeinstellungen und so weiter vornehmen können, um das Optimum einfach aus dem Volumen und den Treibern rauszubekommen. Das Ganze können wir dann per Computer und USB-Schnittstelle programmieren. In meinem Fall habe ich den Bass bei der Box auf den Outdoor-Einsatz eingestellt. Heißt, er ist wirklich ziemlich massiv, was Indoor tatsächlich auch ein bisschen übertrieben ist. Also je nachdem, wo man die Box einsetzt, sollte man vielleicht den Bass ein wenig anpassen. Ein weiterer wichtiger Punkt beim Entwerfen dieser Box war die Wahl von Lautsprechern, die möglichst empfindlich sind. Heißt, aus wenig Leistung viel Pegel bekommen, dabei aber trotzdem noch einen guten Bass und vor allem auch Klang am Ende als Resultat haben. Dazu habe ich hier zwei Feital Pro 8 FE 200 als Tief-Mitteltöner und einen Peerless Tweeter verbaut. Den hat man auch schon ein-, zweimal bei mir auf dem Kanal gesehen. Ja, empfindliche Treiber, relativ kostengünstig und insgesamt einfach eine runde Nummer. Des Weiteren sieht man hier vielleicht schon die zwei LED-Streifen, die verbaut wurden, um
in dem Fall am Strand, auch nach Sonnenuntergang, ein bisschen Partystimmung hinzubekommen. Man kann die LEDs anschalten, die sind auch Sound Reactive. Und ja, dann hat man ein bisschen Partylicht. Abschließend, also die Box ist laut auf jeden Fall, bassig, robust, sieht schick aus in meinen Augen und dank des Trolleys transportabel auch am Strand. Insgesamt finde ich das wirklich eins der Projekte von mir, die bis jetzt am besten gelungen sind, und empfehle definitiv einen Nachbau, falls man interessiert sein sollte. Der Zeitpunkt jetzt, also im Februar, März, April, passt eigentlich ziemlich gut, wenn man langsam beginnen möchte für einen Sommerurlaub, ja, beispielsweise einen Lautsprecher zu bauen und dann am Strand Party machen zu können. In diesem Video bin ich nicht zu tief auf Details eingegangen. Ich habe diesmal alle Informationen samt Bauplan, Einstellungen und wichtigen Tipps zusammengefasst in Textform und Bildform und auf einer anderen Seite hochgeladen. Den Link dazu findet ihr auf jeden Fall unten. Da seid ihr dazu eingeladen, die Seite mal zu besuchen und euch genauer anzugucken, wie ich denn alles umgesetzt habe. Ihr seht jetzt noch einen Soundtest, wo ich den Lautsprecher hier mit einer JBL Extreme 2 vergleiche. Ist kein fairer Vergleich, ist mir bewusst, aber war das einzige, was ich da hatte, in der ungefähren Preis- und Größenordnung von der Box, die auch vergleichbar sein sollte, da sie doch relativ populär ist. Da haben viele schon gehört, wie sie in Real Life klingt. Falls ihr noch Fragen habt, schreibt gerne einen Kommentar. Ich versuche es zu beantworten. Wenn ihr Feedback habt, auch gerne da lassen. Über Like und Abo würde ich mich natürlich auch freuen. In diesem Sinne verabschiede ich mich. Ciao. The wheels keep spinning, keep it pedal. Spinning, keep the pedal. Three, two, one. Hola paquet cat.
so funky, so dirty.